Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Essie hat in Zusammenarbeit mit BRK, also Blue Ridge Knives, das Chirp herausgebracht. Es wird als EDC und Outdoor-Messer beworben, kostet in etwa 30 Euro. Das Design stammt von Mike Perrin und Jeff Randall. Ja, das Chirp wirkt irgendwie klassisch, dennoch modern und extravagant. Für mich persönlich strahlt es auch was Liebenswertes und Vertrautes aus. Das Konzept hingegen ist irgendwie irritierend und seltsam. Ich kann es leider nicht anders sagen, dazu gehe ich dann im Laufe des Videos noch genauer ein. Diesmal fange ich ausnahmsweise mal mit der Klinge an. Das ist hier eine sehr gefällige, blattförmige Spearpoint-Klinge mit etwa 69 mm Klingenlänge. Effektiv sind es immer noch 67. Die Klingenbreite beträgt gerade mal 2,3 mm, also wirklich sehr schmal. Klingenhöhe 19 mm. Das ist ein komplett hochgezogener Flachschliff und ich habe hier überall 0,3 mm hinter der Ferse gemessen. Das ist wirklich ein sehr guter Wert. Wir liegen hier im Bereich eines Opinel-Messers. Ja, auch die Größe, das ist jetzt hier ein Opinel 6, ist sehr ähnlich. Wie ihr sehen könnt, ist das Chirp äußerst schneidfreudig. Klingenstahl ist der bewährte D2, also ein guter, relativ rostträger Stahl. Ja, der sollte vorsichtshalber gelegentlich mal etwas gepflegt und eingeölt werden. Der D2 hält sehr gut die Kante. Laut Hersteller haben wir hier 60 bis 62 HRC. Das ist wirklich ein sehr guter Wert. Die Klinge ist satiniert. Der Klingenrücken ist scharf genug für die Feuerstahlbedienung. An der Klinge selbst gibt es nichts auszusetzen, durchaus tauglich für Food Prepping und auch den Outdoor-Bereich. Ja, auf der linken Seite sieht man hier einen sehr tief liegenden Nagelhau, der verschwindet fast vollständig im Heft. Man kommt schon hin, aber es ist knapp. Das ist eigentlich ein Zweihandöffner, eigentlich erkläre ich dann gleich. Man sieht hier noch einen sehr prägnanten Liner-Lock. Ja, der erinnert ein bisschen an die Liner-Locks von Victorinox, also bei den 111er Modellen. Der verriegelt auch sauber, wobei das Ganze schon ein bisschen windig wirkt. Also es ist ein bisschen instabil. Zum Liner-Lock verliere ich dann noch ein paar Worte, wenn es um den Griff geht. Die Klinge läuft hier ruhig und sauber auf Kugellagern. Prinzipiell habe ich nichts gegen Kugellager, aber wenn ein Messer unter anderem auch als Outdoor-Messer beworben wird, hätte man vielleicht normale Wascher nehmen können. Wenn hier die Kugellager verschmutzt sind, kann man das ganze Messer zerlegen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so im Sinne des Erfinders. Washer hätten hier den Zweihandcharakter zusätzlich unterstrichen. Naja, es ist, wie es ist. Positiv zu erwähnen, ich habe hier keinerlei Klingenspiel und die Klinge steht hier ziemlich mittig. Ja. Dann ist hier noch ein kleiner überstehender Teil. Das ist kein Frontflipper, sondern ergibt sich konstruktionsbedingt aufgrund dieses stark abgerundeten Griffs. Und nachdem der Liner-Lock irgendwo greifen muss, sieht das dann halt so aus. Ja, hätte man vielleicht ein bisschen eleganter lösen können. Ich sag's mal so, es ist kein Frontflipper, aber mit viel Geschick kriegt man das Messer hier schon auf. Also das könnte zu einer Grauzone werden. Naja, ich bin mit der Klinge an und für sich sehr zufrieden. Liner-Lock und Kugellager hingegen hinterlassen bei mir schon ein paar Fragezeichen. Jetzt komme ich zum Griff und da kommen noch ein paar Fragezeichen dazu. Die Griffform des Chirp erinnert ein wenig an das Essie Isula, aber auch an eine bauchige Variante eines Victorinox Griffes. Das liegt auch am nahezu symmetrischen Aufbau. Die Grifflänge liegt hier bei 92 mm. Ich habe hier mal einen 93er Alox daneben gelegt, also das ist schon sehr, sehr ähnlich. Die Griffbreite liegt hier bei relativ schlanken 11 mm, also ohne den Clip, und das Griffvolumen bei 68 mm. Griffmaterial ist hier Mikata, das auf Stahllinern mit 6er Torx verschraubt wurde. Die Klingenachse ist hier übrigens ein 8er Torx. Die Griffkonstruktion ist hier offen, sind lediglich 3 Spacer. Am Griffende haben wir hier noch eine Fangriemenöse und ja, die geht hier auch durch den Clip. Gesamtgewicht liegt bei gerade mal 61 Gramm, das geht auch in Ordnung. Ich meine, wir haben hier immerhin einen Stahlliner. Insgesamt ist das eine gute Haptik und eigentlich hat das Chirp auch eine gute Handlage. Wenn denn dieser Clip hier nicht wäre,
kein Deep Carry, finde ich jetzt erstmal nicht so schlimm. Er ist auch ummontierbar, zwar nur auf der rechten Seite auf Tip Up und Tip Down, aber er baut relativ hoch auf und er wirkt einfach zu groß für dieses Messer. Also irgendwie wie ein Fremdkörper, möchte ich schon fast sagen. Und bei längerem Arbeiten ist er wirklich störend. Also er drückt sich hier dann irgendwann rein. Es ist, ja, wie soll ich sagen, irgendwie ist das ein bisschen fehlkonzeptioniert. Positiv zu erwähnen ist die Spannung, das passt. Dennoch, bei dem Clip überlege ich mir, ob ich den wirklich auch dran lasse oder ob ich ihn abmontiere. Also das passiert mir eher selten. Naja, muss ich mal schauen, was ich mache. Es gibt noch einen Störfaktor, und zwar diesen herausstehenden Liner-Lock. Ja, er steht einfach zu weit raus. Das ist bestimmt gut gemeint, dass man den leicht bedienen kann. Aber auf Dauer ist das irgendwie nichts. Also er führt zu Hotspots. Und egal, ob ich jetzt hier Links- oder Rechtshänder bin, es besteht theoretisch die Gefahr, dass sich die Verriegelung löst, wenn man hier länger hart arbeitet und man kommt hier mal so ein bisschen blöd rein. Das sieht man schon. Ich muss hier nichts machen, ich muss hier bloß den Finger ein bisschen ungünstig halten und dann kann ich die Klinge einknicken. Also, weiß ich nicht, es ist halt ein bisschen gefährlich. Weiteres Problem, wenn man hier zu weit über den Liner greift, kommt man hier an diese Ecke von der Klinge. Auch das ist jetzt ein bisschen ungünstig gelöst. Für mich ist das hier einfach nicht zu Ende gedacht. Vielleicht wäre ein Slipjoint oder ein Backlock die bessere Lösung gewesen. Ja, dazu noch normale Teflonwasher und es wäre so ein richtig gutes Messer geworden. So bleiben für mich die bereits erwähnten Fragezeichen. Das wird für mich diesmal ein schwieriges Fazit. Mein Fazit zum Essie Chirp. Ja, ich möchte vorneweg sagen, dass ich dieses Messer wirklich mag. Also es ist jetzt konstruktive Kritik, nichts anderes. Also nicht, dass mir das jemand krumm nimmt. Ich fange erstmal mit dem Positiven an. Die Klinge ist wirklich ein Prachtstück. Das ist ein guter Stahl. Das ist zudem eine sehr schöne Form. Gut ausgeschliffen, extrem scharf, sehr schneidfreudig. Da gibt es nur Positives zu berichten. Der Griff wäre eigentlich auch richtig gut. Die Handlage ist gut, die Haptik von dem Mikata ist gut. Ja, über diesen Clip kann man oder muss man vielleicht diskutieren. Ein, zwei Nummern kleiner, dann wäre das vielleicht eine andere Sache. Jetzt komme ich zum eigentlichen Problem. Das ist dieser Liner-Lock. Der ist, ja, ich weiß nicht, also den müsste man als Hersteller wahrscheinlich komplett anders konstruieren oder eben dann gleich einen anderen Mechanismus wählen. Backlock würde sich hier auch anbieten. Auch ein Slipjoint wäre okay, dann weiß man wenigstens, was man hat. Mir kommt es ein bisschen so vor, als wäre das Messer hier mit der heißen Nadel gestrickt worden. Ich habe es anfangs schon mal erwähnt, das Konzept finde ich ein bisschen irritierend und seltsam. Jetzt liegt es an Essie beim Chirp nachzubessern. Es sind nur ein paar Kleinigkeiten und meines Erachtens hätte es das Chirp wirklich verdient. Es ist ein sehr schönes Messer. Auch hier habe ich anfangs schon mal erwähnt, es strahlt einfach was Vertrautes aus, es strahlt was Liebenswertes aus und ich muss echt sagen, trotz all dieser Defizite, die ich genannt habe, mag ich es einfach. Empfehlen kann ich es allerdings wirklich nur hartgesottenen Nutzern, die ihrem Werkzeug die ein oder andere Schwäche eingestehen. Ich kann es leider nicht anders sagen. Alle anderen werden mit dem Chirp derzeit vermutlich eher nicht glücklich werden. Das war jetzt mal ein bisschen ein anderes Fazit als sonst. Tut mir leid, aber musste jetzt einfach so sein. Okay, das war's dann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.